Hat er wohl ein Problem, der Gute. I hope the rumors about Clay are true. Otherwise... Hättet euch ruhig weiter unterhalten können. Ach, wie süß, das er sogar... Ah, süß. Das ist schon echt niedlich, ne? Guten Tag. So few clients. What with the epidemic? Ein Hü, wo geht's I denn hin? cannot enter. Geht's denn hier hin? Was sind da seine privaten Räumlichkeiten von dem Barkeeper? Naja gut, jetzt ist es weniger privat, ne? Oh, ich komme sogar, der hat das ja super gesichert, würde ich sagen. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming. Ach, hier wurde schon alles durchsucht, auch nicht schlecht. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Aber wo kommt er denn her? Er war doch eben noch gar nicht da. Soll mich doch Good evening, Tom. Good evening, in sir. Zweifeln bringen. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reid, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. And with the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't Natürlich. immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Klar. Als ob man sonst nichts tun hätte. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Mr. Watts. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Inebriation aside, do you need medical help? Yes.
I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Ja, das klingt nicht sehr gut. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Ja. Ne. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Gerade echt mega warm. Das geht echt gar nicht klar. Irgendwie hätte ich jetzt auch gerne Nacht. Der liebe Jonathan. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. A bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Toll. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Ach so, hatte ich ja. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reid. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Das war viel zu besoffen, um irgendetwas zu machen. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No.
I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Es muss ein sehr dreckiger Tisch sein, wenn sie seit über 5 Minuten den Tisch hinten wienert. Goodbye, Mr. Delaney. He didn't deserve this. Guten Tag. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reid. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Ach, jetzt ist es scheißenfreundlich. Sobald man nicht aussieht wie ein ranziger Penner, ist die scheißen nett. Ich glaub's ja nicht, ne? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Es wäre mir doch furchtbar egal, was die Leute sagen, ganz ehrlich. Gut, das sind andere Zeiten. Da ist das alles etwas anders. Goodbye, Miss Cavendish. Trotzdem kann ich sie nicht leiden. Wirklich. Jetzt ist sie scheißenfreundlich gewesen, wirklich. You know, it would be nice to see each other outside the pub sometime. This situation won't last forever. After, we'll have plenty of time to plan the future. Good thing we haven't seen Seymour for a while. Even Dyson has stopped coming in every night. The pub's become right peaceful, don't you think? Ist tatsächlich was. Hat nichts zur Vergabe. Aha.
Ach, erst das? Okay. Genau, da drüben ging es weiter. Hui! Yum, 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 yum. I can't believe I'm doing this. Yum, 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 yum. This is despicable. Yum, 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 yum. I can't believe I'm doing this. Ja, ist doch gut. It's locked. Wo ist denn dann der Unterschlupf hier? Ist es nicht, die sind immer bei einem Unterschlupf? It's locked, all right. Ich sehe dich ganz genau, du sagst. Be on your way home. It's one of them. He's dead. There's one of them vermin. Ich glaube, es hackt. Nicht einfach anzuschießen hier. Das ist offen. It's elite. Ach, Kacke. Musste sich auch in dem Moment umdrehen? One of them vermin. It's down. Finish it. Alter. Schnauze. So. Noch irgendwer? Noch irgendwer auf der Fresse, du vielleicht? Leute, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier. Oha, nein. So, Schnauze. Ey, müssen die einen so zusammenschlagen? Ich hab denen noch nichts getan, wirklich. Zu fragen, Sir, können wir Ihnen helfen oder so? Es ist ein dunkler Abend. Gehen Sie nicht alleine raus? Nein, wir gehen auf den unschuldigen armen Mann los. I have this thirst for blood. I
can't believe I'm doing this. This is despicable. Hör doch mal auf, rumzukeifern hier. Oder rumzujammern, rumzunörgeln, wie auch immer. Eine Mimi, wirklich. Aber das Ufer wieder. Hinten ist doch noch. Ratte, ich sehe dich. I have this thirst for blood. I can't Hier believe ging es ja nicht I'm doing weiter. this. Wer möchte nicht abends durch London spazieren? It's locked. Ich kann hin und her rennen und dann spawnen die Mäuse mal neu. I have this Geil. thirst for blood. Da will ich doch gar nicht hin. Ich will die Maus essen. I can't believe I'm doing this. Man hört sogar Mini-Herzschläge. Süß. This is despicable. Oh, die putzt sich. Kann die aber auch nicht essen, irgendwie. Was? Die hat sich doch gerade Hä? Ist das eine magische Ratte? Thirst for blood. Nee, die kann ich nicht töten. Die backt da gerade. Mega süß. Oh, verschluckt. I cannot enter. Was? Dankeschön. I can't believe I'm doing this. This is despicable. Sind da zwei ineinander gebackt? Ich glaube es ja. Naja. An denen könnte man sich theoretisch anschleichen. Dreh dich nicht um, kurz weiter, alles gut, alles wird gut, das ist normal. Ah! Geht doch. It's locked, all right. Och, ja, ist doch gut. Oh, 3 auch noch.
Wo mal nicht hier? Noch irgendjemand hier? Ja, da hinten irgendwo. I cannot enter. So, jetzt kann ich hier nochmal looten. Waren ja lange nicht hier. Ach, jetzt kommen wir auch durch hier oben hin. Ach, das ist cool. Ging ja vorher nicht. Da ist ja nur die Dame da verschwunden. Trammel, 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 trammel. Als ob der 50.000 Kilo wiegen würde. Ich glaube, so langsam kriege ich das mit dem Kämpfen raus. Langsam. Langsam aber sicher. Beach. Schmerzen. Das ist, als ob die irgendwie besessen wären. Als ob die sich dagegen wehren, von irgendwem kontrolliert zu werden. So, Tür wurde aufgeschlossen. Sehr schön. Da liegt Geld. Ist kaputt. So, aufgeschlossen. Ah, das Tor eben auch schon auf? Kann sein. Erstmal das looten, was ich eben, wo ich eben war. Dann kann ich weiter. Ach ja, hier hinten geht's ja noch krass viel weiter. Ach Mensch hier. Leute. Muss das dann immer so eine Sauerei geben? It's locked, all right. Ja gut, hier komme ich also nicht weiter. Ich wurde natürlich ganz dezent in eine Ecke gedrängt, wo es natürlich auch zufälligerweise nicht weitergeht. Wo war denn der erste? Wie er liegt? Ja, macht doch alles kaputt. Mensch. Elefantentier hier. Komme ich da irgendwie rüber? Wieso sehe ich das da von hier aus? Kann ich die Brücke benutzen? Da ist ein Auto? Ich dachte, zu der Zeit gab es doch... Ach doch, ja, Milton sagte ja wegen seinen Krankentransporten da.
Hey, wo bin ich denn hergekommen? Ach, von hier. Ich bin eins zu hoch gelaufen. Oh, ich habe Chinin gefunden. Das ist super. Brauchte ich ja für so viele Sachen. Geld ist auch immer gut. Dass ich in diese Attacke aber auch jedes Mal reinlaufen muss. Ich glaube, die lassen sich nicht so gern trinken, die Kerle hier. So, das war die Lagerhalle. Dann würde ich einmal gerne hier lang. Yay, aufgeschlossen. So. Man sieht aber auch so selten irgendwann immer richtige Menschen. Alles eine sehr, sehr heftige Endzeitstimmung, die einen auch so gar nicht beunruhigen kann. Gar nicht. Wie? Hier ist kein Versteck von irgendetwas? Kohle. Kohle ist doch wichtig. It's locked. Von der Seite nicht öffnen. Das finde ich so beschissen mit den Türen, dass man tatsächlich erst von der anderen Seite irgendwie kommen muss und dann das aufmachen muss. Als ob irgendwer quer durch London gelaufen wäre und alle Türen irgendwie abgeschlossen hätte. Natürlich. Das ist eine sehr lange Nacht schon. Ich würde auch sagen, eben weil es eine lange Nacht ist, mache ich einmal kurz einen Aufnahmewechsel. Dann können wir in der nächsten Aufnahme mit dem lieben Jonathan auch dann weiterlaufen. Ja, weitersuchen. It's locked, all right. Hallo, hallo, hallo. Können Sie bitte herkommen und die Tür aufmachen? Bitte, das wäre äußerst erfreulich. Ich kenne ihn nicht. Hallo, hallo. Mr. Unbekannt? Dann eben nicht. Wichser. Ja. Wird mir ja nichts anderes übrig bleiben, als jetzt quer einmal komplett zurückzulaufen. Auch zum Hospital. Ich muss ja noch ein paar Leute heilen da. I have this thirst for blood. Oder ihnen irgendwie helfen. This is despicable. Damit die eben I have this. überleben Thirst und for mich blood. irgendwann noch auch mögen. I cannot enter. Ja, ist doch gut. Ach, das ist schon auf der anderen Seite von... Ja, nee, da wollte ich ja gar nicht hin. Dann mal fein zurück ins Körbchen. So, husch. So.
Dann gucke ich mal, wo es hier dann zurückgeht, weil ich würde dann eigentlich auch, wie gesagt, wieder zum Hospital zurück und da gucken und eventuell dann doch mal die eine oder andere Mission hier tatsächlich erledigen für die Edwina oder für sonst wen hier. Nein, hier geht's wieder zurück. Und dann würde ich tatsächlich... Auf wen hat er bitte geschossen? Er schießt auf den Sandsack. Fool. Heartens me to know you can't see me, my sweet queen. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. Was? Ja, ist okay, ne? Die Leute haben ja alle einen Schuss. Naja gut, wie gesagt, nächste Aufnahme. Da werde ich dann entweder schon wieder im Hospital sein oder ja, mal gucken. Dann mal tschüss.